auf MX5 Roadtrips. Heute soll es um einen Vergleich der beiden Programme ActiveTrack 2.0 und ActiveTrack 3.0 von DJI und damit zugleich um einen Vergleich der beiden Drohnen Mavic Air 2 und Mavic 2 Pro dazu gehen. In Europa ist die Skydio 2 nicht erhältlich. Wer sich also selbst beim Fahren filmen will, kann nur auf eine DJI-Drohne ausweichen. Dabei wird meistens die Mavic Air 2 genommen, weil ihr ActiveTrack 3.0 intelligenter ist als ActiveTrack 2.0, der Mavic 2 Pro dazu. Active 3.0 ist kein Update, es ist also nicht möglich, eine Mavic 2 mit AT3.0 zu fliegen. Aber ist AT3.0 wirklich besser als Ersatz für die Skydio 2? Ich will in diesem Video zeigen, dass nur eine Kombination von AT2.0 und AT3.0 tatsächlich ein Ersatz für die Skydio 2 sein kann. Dabei wird es darum gehen, dass AT dann am spannendsten ist, wenn es von vorne und extrem tief erfolgt. Wir werden sehen, dass genau das aber AT3.0 nicht kann. Beginnen wir mit dem jüngeren AT3.0 und der Mavic Air 2 auf einem Pass des Tramontana-Gebirges in Mallorca, Spanien. Es ist Welterbe, faszinierend und wunderschön. Der Folgemodus wird auf dem Pass seine künstliche Intelligenz zeigen können und die ist erstaunlich. Die Mavic Air 2 kann bei Problemen anhalten und nachdenken und dann Entscheidungen treffen, die meist erfolgreich sind. Hier etwa wird sie kurz von der Sonne geblendet, kann einem Ast deshalb nicht ausweichen und hält an.
Machen wir ein kurzes Experiment mit dem Folgenmodus von AT2.0 der Zoom. Es ist offensichtlich, dass sie Probleme hat, den Abstand zum Auto zu finden und auch nur mühsam unter dem Baum durchfliegen kann. Der Folgenmodus ist nicht ihre Stärke, wie wir in weiteren Aufnahmen noch sehen werden. Kommen wir deshalb zum Parallelmodus zurück und hier in das Tramontana-Gebirge. Wir müssen die Drohne zunächst genau rückwärts ausrichten und die Geschwindigkeit erst allmählich anpassen, denn sind wir zu schnell, verliert uns die Drohne aus dem Blick. Sie ist nicht so programmiert, dass sie uns autonom wiederfinden kann, wie es die Mavic Air 2 gelegentlich mindestens leistet. Aber sie kann sehr gut rückwärts vor uns herfliegen. Erkennt sie mit den hinteren oder seitlichen Sensoren ein Hindernis, dann hält sie an, umfliegen kann sie es rückwärts nicht. Ein Riesensprung in die Schweiz, an den Bodensee, wo wir unsere Tests fortsetzen. Beginnen wir mit der MA2 im Folgenmodus, den sie sicher bis zu etwa 40 km pro Stunde fliegen kann. In offenem Gelände ohne Hindernisse sind theoretisch sogar fast 70 Kilometer möglich. Sehr schön am Flugverhalten der Mavic Air 2 im Folgemodus ist ihr Pendeln, auch wenn keine Hindernisse zu umfliegen sind. Das macht die Aufnahmen sehr lebendig. Am Ende einer Verfolgungsfahrt taucht die Mavic Air 2 tief ein und umrundet öfter sogar das Fahrzeug. Eine schöne Programmierung. Weniger schön ist das viel zu frühe Warnen vor zu hohen Geschwindigkeiten, bei denen die Drohne zugleich zurückbleibt. Die Zoom zeigt uns in der Schweiz dieselben Probleme im Folgenmodus wie in Spanien. Sie hat Schwierigkeiten mit der Distanz und sie fliegt nicht so beweglich wie die Mavic Air 2 beim Verfolgen. Auf dem Splitscreen ist diesmal der Smart Controller eingeblendet. Es sei deshalb an dieser Stelle erwähnt, dass alle Active-Track-Aufnahmen entweder von 2 Personen gemacht werden müssen oder, was reizvoller ist, dass der Controller ständig sichtbar sein muss und dass man in Gefahrensituationen eingreifen können muss. Was die Zoom gut kann, ist der POI-Modus, Point of Interest-Modus, bei dem ein Gegenstand, in diesem Fall das Auto, umkreist wird. Das gelingt aber nur bei langsam fahrendem Fahrzeug. Den Aufnahmen fehlt dann die Dynamik, die von Active Track ausgeht. Beide Drohnen beherrschen das Wenden ausgezeichnet, wobei die Zoom größere Distanz wahrt, die Mavic Air 2 sehr actionreich agiert. Das Wenden zeigt die typische Differenz der beiden Programme. AT3.0 ist mehr auf Action ausgelegt, Rückwärtsfliegen wird dabei nach Möglichkeit vermieden. Active 2.0 hat damit weniger Probleme, die Zoom wechselt viel später die Richtung. Die zweite Aufnahme zeigt das sehr tiefe Eintauchen der Mavic Air 2 vor dem Richtungswechsel. Das ist an Dynamik kaum zu überbieten.
Kommen wir zum Parallelmodus, zunächst mit der Mavic Air 2. Startet man ihn, wenn die Drohne sich hinter dem Fahrzeug befindet, dann arbeitet er gelegentlich gar nicht. Startet man den Modus und die Drohne befindet sich vor dem Fahrzeug, dann begibt sie sich nach kurzer Zeit hinter das Fahrzeug. Um einen tatsächlichen Parallelflug zu erreichen, ist es schwierig. Bestenfalls fliegt sie leicht nach hinten versetzt neben dem Auto. Der Grund ist einfach. Sie ist dabei blind, denn sie hat keine seitlichen Sensoren. Das hat bei den Testaufnahmen, die wir gleich sehen werden, fast zu einem Crash geführt. Lediglich die Kamera hat im letzten Moment diesen verhindert. Das Fehlen seitlicher Sensoren ist jedenfalls die größte Schwäche der Mavic Air 2 und sie sollte beim Nachfolger unbedingt ausgeglichen werden. Kommen wir zum Parallelmodus von AT2.0, der Zoom oder der Pro. Die ersten Aufnahmen zeigen, es ist schwierig, im Flug die richtige Distanz oder den Winkel zu finden. Besser, es ist im Flug fast unmöglich. Beides muss vor dem Einschalten von Active Track genau ausgerichtet werden, Winkel und Distanz. Die größte Schwäche von Active Track 2.0, ihre mangelnde künstliche Intelligenz, ist bei diesen Aufnahmen dagegen zugleich ihre größte Stärke. Die Zoom behält rückwärts fliegend unbeirrt ihren Kurs bei. Das kann sie auch ohne jede Gefahr, denn nur bei Active Track 2.0, nicht aber beim normalen Fliegen, sind alle Sensoren der Mavic 2, auch die seitlichen, tatsächlich eingeschaltet. Sie fliegt seitwärts oder rückwärts absolut crashsicher. Etwas unwilliger reagiert die Mavic 2 auf sehr niedrige Höhen von unter 2 Metern. Dann werden Warnungen eingeblendet im Display, aber sie sind möglich, wie die Aufnahmen zeigen. Die Mavic 2 Zoom oder Pro kann beim Active Track 2.0 sehr tief rückwärts fliegen. Nicht schnell, aber sie macht sehr spektakuläre Aufnahmen dabei. Das kann die Skydio nicht besser, nur einfacher. Die Geschwindigkeit kann man in der Post-Production mit Final Cut Pro 10 einstellen. Mein Fazit: Wenn Sie keine Skydio 2 bekommen, nehmen Sie sich eine Mavic Air 2 für die Verfolgung und eine Mavic 2 Zoom oder Pro für die Aufnahmen von vorne.